Also moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg, heute völlig digital zu unserem neuen Podcast zum Thema ITS-Weltkongress 2021, der im nächsten Jahr im Oktober in Hamburg stattfindet. Völlig digital heute und wir freuen uns heute gemeinsam mit Frau Großemöller und Frau Richter vom Hamburg Luftfahrtcluster Hamburg Aviation verabredet zu sein und die neuesten Themen zum Bereich Luftfahrt und ganz konkret auch zum Bereich Drohnen natürlich zu erfahren. Ein Schwerpunktthema, den nächstes Jahr auf jeden Fall viele Leute sicher interessiert zusehen werden. Guten Morgen. Hallo zusammen. Hallo und moin moin. Ja, ich glaube, die erste Frage geht an Frau Großemöller. Hamburg ist Luftfahrtstandort, aber nicht nur Airbus und Lufthansa Technik, sondern auch das Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung sind ja aktive Partner mit über 180 Mitgliedern und aktiven Partnern und wird dadurch gestützt. Vielleicht kurze Erläuterung für unsere Zuhörer. Welche Rolle und welche Aufgaben hat dieses Luftfahrtcluster? Frau Großemöller. Genau, richtig gesagt. Also Hamburg ist tatsächlich weltweit einer der größten Standorte der zivilen Luftfahrtindustrie. Und wir als Cluster Hamburg Aviation bringen dabei Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand zusammen. Das bedeutet, im Auftrag der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation bieten wir sozusagen für unsere Mitglieder und Interessierte eine Plattform an, frei von eigenen kommerziellen Interessen, und wir sind somit eine neutrale Anlaufstelle. Das Ganze machen wir im Sinne der Wirtschaftsförderung für den Standort hier. Das heißt, wir pushen den fachlichen Austausch, das Networking zwischen den Interessierten, zwischen den Mitgliedern. Wir verbinden somit alle Stakeholder der Branche am Standort, aber auch weit darüber hinaus bis in die ganze Welt. Das Ganze machen wir nicht nur für die Luftfahrtindustrie, sondern auch gerade speziell im Thema Drohnen und Urban Air Mobility. Und was bedeutet das konkret? Das heißt, wir stoßen beispielsweise nationale, internationale Projekte an. Wir machen Kompetenzen hier am Standort sichtbar. Innovationen made in Hamburg zeigen wir in die Welt. Wir unterstützen aber auch die Stadt zum Beispiel in ihrer Rolle als Wirtschaftsförderer oder auch in ihrer Rolle gerade als Urban Air Mobility Modellstadt. Ja, spannende Sachen. Man kennt Hamburg sonst immer nur, ich sag mal, im Vordergrund Hafen, aber Luftfahrt ist ja auch ein Hafen. Insofern spannende Situation. Und deshalb haben wir ja auch versucht, und das ist uns auch sehr gut gelungen, diesen Schwerpunkt Luftfahrt für das nächste Jahr zum Weltkongress als ein Schwerpunktthema zu nehmen. Und Sie hatten es gerade angesprochen, Drohnen, unbemannte Drohnen, sicher auch mal bemannte Drohnen, das ist ja das, was spektakulärer ist, aber sicher nicht unbedingt die verkehrliche Herausforderung. Aber unbemannte Drohnen, was wird uns dort im nächsten Jahr bevorstehen? Was haben Sie da in der Pipeline? Weil ich glaube, da gibt es höchst interessante Themen. Genau, also Hamburg befasst sich tatsächlich schon ganz schön lange mit dem Thema Drohnen und Urban Air Mobility. Das heißt, seit 2016 ist Hamburg da drohnentechnisch aktiv geworden und hat sich seit der Zeit natürlich ganz viele spannende Themen, Projekte und Partner hier am Standort zusammengefunden und aufgebaut. Das Ganze unter dem Dach des Netzwerkes Windrove. Das bedeutet, wir haben hier am Standort wirklich sehr, sehr kompetente und engagierte Behörden und dazu natürlich auch ein sehr vielfältiges Ökosystem entlang der kompletten, ich sag mal, unbemannten Wertschöpfungskette. Das bedeutet, es gibt natürlich auf der einen Seite diese vielen Partner, die ihre Kompetenzen einbringen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, wie gerade schon gesagt, den Hafen in der Stadt, was bedeutet, es bieten sich unheimlich viele Anwendungsfelder für Drohnen, gerade für die wirtschaftliche Nutzung von Drohnen. Dadurch, dass wir beispielsweise aber auch die Elbe und den Flughafen hier mitten in der Stadt haben, haben wir gleichzeitig neben diesen Chancen für Drohnennutzung auch sehr spannende Herausforderungen, was es zu beachten gilt, wenn man Drohnen im städtischen Raum integrieren möchte. Und deswegen bilden sich da wahnsinnig viele Ankerprojekte, wie man sozusagen im ITS-Sprech sagt. Und das geht von konkreten Anwendungsfällen wie dem Transport von medizinischen Gütern bis hin zu sozusagen dem Management zukünftigen Drohnenverkehrs in der Stadt, aber auch die Abwehr von unerwünschten Drohnen am Flughafen. Das sind Projekte, die man auf dem Kongress als Urban Air Mobility Modellstadt dann zeigen kann.
Was ganz spannend ist, denke ich, sind auch Projekte, die sich sehr ganzheitlich mit dem Thema Urban Air Mobility und Drohnenverkehr befassen. Da sind dann eher Fragen im Schwerpunkt, wie kann man gesellschaftliche Akzeptanz schaffen, wie kann man diese Zukunftstechnologie eigentlich in bestehende Verkehrssysteme integrieren. Ja, also ich merke schon, ganz spannend. Ich freue mich selber schon, weil ich auch aus der Branche komme. Insofern ist das absolut ein neues Feld, was ja intensiv boomt. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen, gerade in Hamburg, wenn man die einmal umgesetzt hat, dann kann man eigentlich überall hingehen, weil diese komplexe Situation mit Stadt, mit Hafen, mit Flughafen und dann letztendlich das Testfeld, was wir dort etablieren, bietet, glaube ich, eine super Chance. Dankeschön erstmal dafür, Frau Richter. Vielleicht aber auch gerade für Sie im nächsten Jahr, wenn Fachbesucher nach Hamburg kommen oder auch Bürger, was können die denn konkret sehen, wenn die in Hamburg sagen, Weltkongress ist sicher, mein Schwerpunkt sind Drohnen, ist Luftfahrt. Was kann man erwarten? Was kann man jetzt schon ein bisschen rauslassen? Ja, Christina und auch Herr Evers, Sie haben ja gerade das Ökosystem noch mal kurz beschrieben und welche spannenden Projekte wir hier am Standort haben. Und das alles wollen wir natürlich auch bei dem Kongress zeigen, bestmöglich. Bedeutet, Fachbesucher bekommen vor Ort einen Überblick und Einblick zu State-of-the-Art-Kompetenzen im urbanen Drohnenverkehr. Und wir vom Netzwerk Windwurf werden beispielsweise in der zentralen Gastgeberhalle ein Hamburg UAM Village anbieten. Arbeitstitel. Gemeinsam mit der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität, bei der viele Drohnenprojekte hier am Standort zusammenlaufen, schaffen wir dann für die Fachbesucher eine Anlaufstelle und für deutsche und auch für europäische Partner für umfangreiche Infos rund um die UAM-Aktivitäten der Modellstadt Hamburg und der Partner. Ich sage nochmal Modellstadt, weil wir uns explizit auch als Modellstadt verstehen und unsere Erfahrungen, die Hamburg dort geschaffen hat in den vergangenen Jahren, gerne weitergeben, um gemeinsam mit anderen Regionen, die an Urban Air Mobility interessiert sind, ins Gespräch zu kommen und das Thema dann letztendlich gemeinsam voranzubringen. Auch in Bezug auf unsere Rolle Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Austausch zu bringen, werden wir dann zudem diverse Netzwerkformate anbieten für nationale und internationale Fachbesucher, um dort den Austausch anzuregen. Wir adressieren aber letztendlich auch die BürgerInnen hier in Hamburg und möchten die Demonstrationen, die sich dann die Demonstrationen verschiedener Drohnenprojekte anschauen können. Und ich kann noch nicht so viel verraten, aber wir sind mit unseren Partnern und auch den ITS-Organisationen daran am Arbeiten, dass möglichst viel gezeigt wird, erlebt und letztendlich auch angefasst werden kann. Also so viel möchte ich dann schon gerne verraten an dieser Stelle. Also die BesucherInnen dürfen sehr, sehr gespannt sein, was es sich dann nächstes Jahr zu erleben gibt rund um das Thema Urban Air Mobility und Drohnen. Okay, ja, schönen Dank. Die Spannung darf ja auch noch ein bisschen steigen, ist ja gar kein Problem. Wir werden ja auch die ganzen Vorführungen und Präsentationen erst so im März, April dann auch kommunizieren und dann auch wirklich sagen können, was kommt denn tatsächlich an den Start im wahrsten Sinne des Wortes. Und was Sie schon angedeutet haben, nationale Beziehungen, internationale Beziehungen, Frau Großenmöller, wo steht denn Hamburg? Sie haben das ja schon kurz angesprochen, im Standing, im Ranking weltweit und zu welchen konkreten anderen Clustern oder auch Städten gibt es denn jetzt schon so enge Beziehungen, dass wir eigentlich nur noch Einladungen aussprechen können und dann uns hoffentlich freuen über ganz viele Gäste aus diesen Regionen? Genau, also wie gesagt, Hamburg beschäftigt sich seit 2016 mit diesem Thema und unserer Einschätzung nach ist Hamburg da wirklich ganz weit vorne. Insbesondere, wenn es darum geht, Drohnen und Urban Air Mobility langfristig und als vor allen Dingen breit akzeptierte Lösung in den urbanen Raum zu integrieren. Hamburg ist vielleicht nicht so die lauteste Stadt, was das Trommeln für Urban Air Mobility angeht. Man kann aber sagen, sie bleibt sich da sehr treu, ihren hanseatischen Weg sozusagen zu gehen. Sie geht sehr selbstbewusst ihren eigenen Ansatz und da liegt vor allen Dingen der Fokus darauf, vor allen Dingen Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Also Sicherheit der Technologie, Sicherheit der Anwendung, vor allen Dingen aber auch eines verträglichen Wachstums des Drohnenverkehrs. Also es geht nicht darum, eine Revolution zu schaffen, sondern wirklich eine verträgliche neue Technologie einzuführen in die Stadt
und dabei sozusagen den Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen, öffentlichen, wirtschaftlichen Interesse auch zu wahren und wahrzunehmen. Wie gerade schon gesagt, Kooperationen sind für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben über die Jahre ganz diverse Verbindungen zu Netzwerkpartnern über die ganze Welt spannen können. Das sind insbesondere seit 2018 die Städte und Regionen der europäischen UAM-Modellinitiative. Das sind mittlerweile über 40 an der Zahl. Ganz besonders gern nennen wir da auch unsere deutschen Partner aus Aachen, Ingolstadt und Nordhessen, Münster-Enschede und natürlich auch zusammen mit dem Verkehrsministerium sind wir da in engen Kontakt. Wir haben weiterhin sehr viele Partner im europäischen und Luftfahrtclustern. Dort zu nennen ist beispielsweise die European Drones Corporation, wo Cluster für Drohnen aus Dänemark, Deutschland, Belgien, Frankreich mit integriert sind. Wir sind aber auch sehr gut verbunden mittlerweile zu deutschen und europäischen Verbänden und Organisationen wie beispielsweise der EASA, der Europäischen Kommission, der ESA, also ganz breit aufgestellt und gefächert. Ja, ich sehe schon, das Netzwerk steht und man kann wirklich dann nur die Einladung aussprechen, doch mal zu gucken, was dann in Hamburg alles so passiert. Aber eine kleine Frage hätte ich ja noch an Frau Richter. Wenn ich jetzt eine Message an die Hamburger Bevölkerung gebe, vielleicht so einen kleinen Appetizer schon mal zu nennen, was man denn auch als Hamburger erwarten kann in der Stadt oder auf der Messe, so einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es geht, weil das eine oder andere geht ja auch schon mal jetzt schon durch die Presse. Können wir so das eine oder andere auch wirklich dann vor Ort nochmal betrachten? Ja, jetzt kriegen Sie mich aber, Herr Evers, hier, dass ich doch die Geheimnisse ausplapper. Ja, Ich versuche es mal ein bisschen was zu sagen. Also wir als Hamburg Aviation verstehen uns als neutrale Plattform und Multiplikator zwischen den ganzen verschiedenen Stakeholdern hier am Standort, die mit Drohnenverkehr und Urban Air Mobility involviert sind und diese zukünftige Mobilität gestalten wollen. Auch wenn wir hier im Luftfahrtcluster zu Hause sind, kooperieren wir hier ganz viel mit Drohnenanwendern und Lösungsanbietern aus verschiedenen Branchen. Und das wird sich dann auch auf unserer Weltkongress-Beteiligung widerspiegeln in unserem Hamburger OAM Village. Und auch dort in der Halle werden wir auf jeden Fall etwas zum Anfassen, Anschauen, anbieten, Exponate auf dem Stand haben. Also es gibt sehr spannende, größere Inspektionsdrohnen hier am Standort, die wir gerne, die man dann hier bei uns am Stand auf jeden Fall anfassen kann. Ganz spannend ist auch, weil das auch wirklich europaweit, aber auch international wirklich weit vorne ist technisch ein Leitstandsprojekt, bei dem wirklich der Drohnenverkehr dann organisiert wird. Und da kann man quasi hinter die Kulissen gucken, wie eine zukünftige eine zukünftige Mobilitätsform aussehen kann und wie das alles dann letztendlich gemanagt wird. Und das ist schon hochspannend. Dass es Demonstrations geben wird, wo hoffentlich etwas fliegen wird, davon gehe ich jetzt mal aus, möchte aber da wirklich nicht zu viel verraten, weil das noch wirklich den Partnern vorbehalten ist, mit denen wir dann kooperieren, das zu verkünden. Alles klar. Also schönen Dank. Ich möchte aber noch mal, ja, Herr Evers? Ja, nee, ja. Ich möchte an der Stelle dann aber auch nochmal die Gelegenheit nutzen und zu sagen, dass wir eben, wie gesagt, sehr viel kooperieren mit den Stakeholdern hier am Standort, aber auch darüber hinaus die Partner dann zum gewünschten Erfolg, wie auch immer, zu begleiten. Das ist unser tägliches Geschäft. Und es kommen wirklich unglaublich viele gute Ideen aus der Community und die unterstützen wir sehr, sehr gerne. Und von daher, wenn es da mit Blick auf Fachkongress, Demonstration oder auch Ausstellungen weitere interessante Ideen gibt, wie das Thema Drohne und dann auch letztendlich intelligente und umweltfreundliche, klimafreundliche Urban Air Mobility, wie es gepusht werden kann, freuen wir uns sehr gerne von Ihnen zu hören und baldowern gerne was mit Ihnen auf.
Das nehmen wir gerne mit und danke, weil das ein super Schlusswort ist, nochmal die Aufforderung, letztendlich mit Drohnen und neuen Ideen auch auf Sie zuzukommen. Das Gleiche gilt, wenn das Bedarf besteht, natürlich auch für ITS. Wir haben auch den Bürgertag am Donnerstag. Ich glaube, das ist ganz entscheidend während des Kongresses, wo die Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg eingeladen sind, auf den Kongress in die Halle zu kommen und sich dann live und vor Ort das eine oder andere anzugucken. Ich danke auf jeden Fall schon mal, hat schon mal Appetit gemacht auf das, was kommt. Ich danke für das Gespräch, Christian Großemüller und Frau Richter. Recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gerne, danke. Danke. Danke ebenso.